herzlich willkommen bei 5,6. Wie ihr seht, wir haben einen alten Bekannten hier bei uns. Den muss ich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, habt ihr schon längst erkannt gerade. Jan Seifert, Rennfahrer. Oh Gott, jetzt muss ich erst mal aufzählen, was du alles machst. Am besten ich zähle auf, was du nicht machst, das ist wahrscheinlich kürzer. Also Rennfahrer, Driving Instructor, AMG Academy, Test- und Entwicklungsfahrer, Moderator bist du. Ja. Wo ist der Eurosport? Eurosport, D-Max, NTV, ja, genau. Dann bei Grip bin ich ab und zu sehen. Genau, bei ja, Grip. Dann genau. natürlich sein eigenes Vlog blenden wir ein, kennt ihr schon. Sein eigener Kanal, wirklich. Also es ist eigentlich wirklich mehr als ein Vlog. Es ist wirklich Unterhaltungsfernsehen, müsst ihr unbedingt mal euch anschauen. Dann Fotograf und vor allen Dingen Fachmann, also AMG-Fachmann. Und deshalb ist es auch schön, weil wir haben halt hier ein Auto, ein ganz besonderes Auto, in dem wir heute sitzen. Zu einem ganz besonderen Anlass. Wir sind in einem AMG GTC Edition 50, Edition 50. Warum 50? Ganz klar, AMG hat dieses Jahr das 50-jährige Jubiläum. Und es gibt diese Sonderedition in Graphitgrau Magno-Lack aus. Also sieht wirklich aus wie ein James-Bond-Karre. Das ist unglaublich So ein geil. bisschen Bettmobil ist das Ja. irgendwie so ein bisschen, ja, genau. Überall hier so silbernes Leder, silberne Gurte, ja, schwarz, matt, dieser geile Mikrofaser-Dynamika-Himmel, also alles, was man haben kann einfach. Und das Auto sieht von außen aus wie eine Waffe und es ist es wirklich auch, weil GTC, wisst ihr ja, ist im Prinzip die leicht abgespeckte Variante des GTR. Für den normalen Straßengebrauch kann man sagen, wobei der GTR ist auch für die Straße zugelassen. Und wir sind jetzt auf dem Weg in diesem Wochenende zum Family-Treffen oder Familientreffen der AMG GT-Familie. Das sind nämlich inzwischen ja schon 8 Familienmitglieder, die es gibt. Und die zeigen wir jetzt einfach mal, dass wir uns mal wieder einen Überblick verschaffen, weil es ist einfach so viel rausgekommen beim GT. Wettertechnisch ist es so, es ist ein bisschen für Fortgeschrittene. Aber wir haben uns gedacht, ja, bei Sonnenschein fahren kann jeder. Ja. Und ihr kennt ja Jan. Jan stellt mal die Karre auch mal gerne quer, schön, gerade auf dem Bilsterberg. Von daher ja, freue ich mich drauf. Es macht so einen Spaß, selbst bei den Witterungsbedingungen, weil die Vorderachse hat richtig viel Grip. Man kann immer einlenken, das Heck kommt natürlich, aber nehme ich mit. Wo muss ich unterschreiben? Wo kann ich kaufen? Wo ist der Verkäufer? Ich ziehe schon mal diesen Helm an, ich sehe jetzt gleich aus wie Humpty Dumpty. Augenblick. So, genau. Nimm mal die Brille ab, das macht sich nämlich besser. So, guck mal, jetzt sehe ich super aus, oder? So, jetzt sind wir sicher. Pass auf, der Ablauf, Ja. vom Ablauf her machen wir es jetzt so. Ich fahre vorn weg. Und du folgst mir einfach. Wir haben nasse Bedingungen, das heißt also, wir müssen so ein bisschen vorsichtiger machen. Erstmal die Räder auf Temperatur bringen, die Reifen. Ja, Und dann steigern wir das Tempo. Wir sind mit der Funk verbunden, das heißt also, ich werde dir ein bisschen was erzählen. okay. Und du fährst mir einfach hinterher und testest das Ganze aus. Super, cool. Ich bin gespannt. Das ist mein Auto, du überholst mich gleich. Ich überhole dich gleich und dann geht's los. Perfekt, dann bis Komm. gleich. Ich hab ein bisschen Angst. So, Johannes, du wirst jetzt dein blaues Wunder erleben. Also, Johannes, ich denke mal, du solltest soweit startklar sein. Pass auf, also in der Mittelkonsole, du kennst das Spielchen ja, hast den Ganghebel, einfach einmal ganz nach hinten ziehen. Es empfiehlt sich im Drive-Mode, also im Dynamic Select, auf S oder S Plus zu gehen. Das heißt also im sportlichen Modus oder im Sport Plus Modus. Das ESP lassen wir aber komplett an. Das heißt also, den Taster, den berühren wir gar nicht. Und von der Dämpfung her kannst du entweder die erste Stufe, dass nur ein Licht an ist. Das heißt also, dass du da im Sportmodus bist. Oder du gehst ganz auf Komfortmodus mit der Dämpfung. Und dann rollen wir einfach mal los. Ich bin gespannt. Ich kenne die Strecke überhaupt nicht. Ich hatte großen Respekt. Erstmal überhaupt, als ich wusste, es geht zum Bilsterberg, und da hatte ich schon ein bisschen Respekt, weil die Rennstrecke kenne ich überhaupt nicht. Und sie ist aber sehr bekannt, weil sie ist ziemlich anspruchsvoll, kann man sagen. Ja. Es ist wirklich eine Achterbahn. Und Gott sei Dank haben wir es ja dann zusammen fertiggebracht, dass du ein für mich exklusives Lead and Follow gemacht hast. Genau, wir haben ein kleines Coaching richtig gemacht. Also Ja. es war wirklich so, einfach mal zu zeigen, und das ist gerade bei den Bedingungen ganz, ganz wichtig, dass man einfach jemanden erklärt und zeigt, wie funktioniert das jetzt bei diesen widrigen Bedingungen. Weil wir hatten sogar ein bisschen Aquaplaning auf der Strecke, Ja. weil einfach ein bisschen stehendes Wasser war. Ja. Und trotzdem hast du halt gemerkt, dass der GTR
die Traktion trotzdem auf die Straße bringen. Und das ist das Krasse. Wir hatten Glück. Wir hatten so eine Lücke zwischen den 2 Regenwolken, wo es ein bisschen trockener geworden ist. Und diesen Unterschied hat man gemerkt. Wir haben im relativ nassen begonnen und es wurde dann langsam trockener und immer besser. Und das ist echt nicht so schlecht gewesen. Gerade am Ende dann zu sehen, wenn die Reifen auf Temperatur waren, wie es dann einfach mal richtig nach vorne geht. Ja. Also, dann geht es raus hier aus der Boxengasse. 50 km/h hier am Bilsterberg. Im Rennsport, im Motorsport sind es 60 km/h. Und dann geht es hier raus. Wie gesagt, nasse Bedingungen. Das sind ganz schlimme Bedingungen eigentlich. Denn wir sagen so schön, das ist weder Fisch noch Fleisch hier, das Ganze. Das ist nicht richtig nass, aber nicht richtig trocken. Das heißt, wir müssen die Reifen auf jeden Fall auf Temperatur bringen. Rund um die Strecke haben wir dir so ein bisschen Hilfestellung gegeben. Das heißt, blaue Pylonen, wenn du blaue Pylonen um die Strecke siehst, dann heißt das ist eine Bremszone. Das heißt, da solltest du irgendwann mal den Anker werfen. Und rote Pylonen zeigen dir Einlenkpunkte und Scheitelpunkte der Kurven. Da kann sich so ein bisschen rumhangeln. Ja? Also hier zum Beispiel auf der linken Seite, dann können wir jetzt hier wieder rechts rüber immer Richtung dieser Pylonen fahren. Das ist so ein bisschen dein Fokuspunkt. Bilsterberg, vielleicht ganz kurz 2-3 Worte zum Bilsterberg. Der Bilsterberg ist eine typische Test- und Präsentationsstrecke, wie es schön heißt. Das heißt also keine vollwertige Rennstrecke. Das heißt, hier können theoretisch von den Standards her Autorennen gefahren werden, aber vom Streckenverlauf, du merkst es auch schon hier, Mausefalle zum Beispiel, so heißt der Part hier, da ist es so, dass du da mit dem Rennauto so ein bisschen Probleme haben würdest. Deswegen Test- und Präsentationsstrecke. Und diese Strecke hier ist auch die einzige, die es auch schafft, mir als Fahrer ein mulmiges Gefühl im Magen zu verleihen. Also hier wird mir selbst als Fahrer bei zu vielen Runden schlecht. Wir rollen jetzt also diese erste Runde mal ganz locker rum. Hier haben wir jetzt die Gegengerade. Ich meine, du darfst nicht vergessen, du hast jetzt mal eben so 585 Pferdchen unterm Hintern. Ja, also da musst du schon dran denken, weil im GCR, im AMG GCR, wo wir ja drin sitzen, haben wir 585 PS. Der stärkste AMG GT, den wir in der Palette haben. Der Fokus liegt natürlich bei vielen immer beim AMG GTR. Das ist so der Supersportler, ist ja auch das Aushängeschild. Zusammen mit Jörg Letzel bin ich jetzt hier und er ist der Produktmanager der AMG GTs. Jörg, was gibt es aber noch? Also ich meine, den GTR, den kennen wir alle, das giftgrüne Auto, Beast of the Green Hell, wie es so schön heißt. Ja. Aber was gibt es noch? Klar, wir haben Ende 2014 haben wir mit dem GT, GTS die ersten Modelle der Familie vorgestellt. Die beiden Coupés sind sehr erfolgreich im Markt angekommen. Jetzt dieses Jahr, im Frühjahr, haben wir die Familie entsprechend erweitert, um den besagten AMG GTR im März diesen Jahres Markteinführung. Danach die beiden Roadster-Modelle GT und GTC Roadster sind wirklich auch sehr, sehr erfolgreich am Markt angekommen. Aber auch die schon im Markt befindlichen Modelle, den AMG GT wie auch den AMG GTS, haben wir konsequent weiterentwickelt, indem wir halt auch nochmal die Leistung angepasst haben, entsprechend das Portfolio, Angebotsportfolio an Sonderausstattung nochmal erweitert haben, um einfach für jeden Kunden, den wir haben, in diesem Segment entsprechend das perfekte, nahezu perfekte Auto anbieten zu können. Wenn wir jetzt nur der Reihe nach durchgehen, wo befindet sich denn welches Auto? Also ich glaube, mit dem AMG GT wie auch GT Roadster, wenn man ein offenes Auto bevorzugt, ist man natürlich mit diesem Modell halt perfekt aufgehoben. Das ist ein kompletter Sportwagen, der letztendlich wirklich den Fahrspaß bietet, der für AMG einfach typisch ist. Die Performance, wie sie von einem Sportwagen entsprechend erwartet wird. Das heißt aber auch, wenn Kunden sagen, ja, ich suche einfach noch ein bisschen mehr Leistung, diese Kunden sind dann beim AMG GTS entsprechend halt als Coupé, finden dann natürlich auch ihr Modell. Auch in der Driving Academy gehen wir mit diesem Fahrzeug auf die Rennstrecke. Und das Fahrzeug mit entsprechenden Optionen, die das Fahrzeug noch sportlicher machen, wie zum Beispiel ein AMG Dynamic Plus Paket oder der Keramik Hochleistungsbremsanlage, bietet das Fahrzeug natürlich auf der Rennstrecke den vollen Fahrspaß. Das kann ich alles mit dem GTS zum Beispiel machen? Das kann man mit dem GTS machen und das ist das Besondere noch als Ergänzung. Jetzt mit dem aktuellen Modelljahr seit April diesen Jahres können Kunden eines AMG GTS in Verbindung mit dem AMG Dynamic Plus Paket, das ich gerade erwähnt habe, auch die optionale
aktive Hinterachslenkung mitbestellen, wie wir sie aus dem GTR bzw. GTC als serienmäßiges Feature kennen. Also direkt das Thema Transfer DNA in die Autos rein. Also das heißt, vom wirklich Supersportwagen runter, 2 Stufen weiter runter, aber trotzdem immer die gleiche Fahrdynamik zu haben. Jetzt stehen wir hier an so einem richtig schönen Roadster. Ja, also schön das Dach auf. Ja. Der ist ja jetzt nicht unbedingt, oder Roadster, Cabrios sind nicht unbedingt bekannt dafür, um die Super- oder die Sportwagen zu sein. Kann ich aber mir bei AMG auch sowas holen, dass ich sage, hey, ich habe zwar einen Roadster, aber trotzdem den Fahrspaß von einem richtig schnellen Auto? Also Jan, ich würde primär erstmal letztendlich sagen, gerade auch bei unseren Roadster-Modellen, es ist primär kein Roadster, sondern es ist primär ein Sportwagen. Ein Sportwagen, mit dem man halt mit der Option, das Verdeck zu öffnen, einfach dieses intensive Erlebnis die Emotion von Sound, einfach Emotionen einfach nochmal viel purer, Fahrtwind, Geräusche letztendlich nochmal viel purer letztendlich zu erleben. Und gerade bei den Roadster-Modellen haben halt meine Kollegen aus der Entwicklung wirklich alles getan, dass dieses Auto entsprechend genauso performant ist wie die Coupé-Modelle mit entsprechenden Versteifungen, die Verbindungssteifigkeit auf das annähernd gleiche Niveau eines Coupés letztendlich hieven, ohne das Gewicht dramatisch zu erhöhen. Und trotzdem gibt es noch eine Stufe, der GTC 50 Jahre Edition, was ja auch ein Roadster ist, und der nochmal einfach das Level so ein bisschen anhebt. Ist das richtig? Absolut, ja, okay. Du sagst gerade GTC Edition 50 als Roadster, gibt es aber auch als Coupé, weil wir haben sicherlich Kunden, die danach schauen und sagen, ja, ich möchte einfach die Leistung oder auch technische Features, die vom GTR kommen, in meinem Fahrzeug haben, aber suchen nicht nach dieser Expressivität, die eine GTR mit seinen Aerodynamikelementen auch im Exterieur natürlich letztendlich darstellt. Kommen wir ganz zum Schluss noch zum AMG GTR. Das ist ja, wir müssen einfach drüber sprechen, weil das ist einfach das Top-Auto. Wir sehen ihn hier auf der Strecke. Wir reden auch gerne drüber. Wir reden auch gerne drüber. Ich meine, es bringt immer gleich ein Grinsen auf die Lippen. Ist es ein Auto, was ich auch ganz normal im Alltag fahren kann, oder ist es schon eigentlich ein kleines Rennauto? Ein ganz klares Ja zu der Frage Alltag. Also wir haben natürlich nicht nur Kunden, die das Auto permanent oder am Wochenende auf der Rennstrecke bewegen. Also dieses Auto, und ich glaube, das muss man einfach, das Auto mal fahren, um das zu erleben, kann auch von jemandem gefahren werden, der das einfach im Alltag bewegt. Und Menschen wie du, Rennfahrer, professionelle Rennfahrer, sind nicht letztendlich unterfordert. Das heißt also, ich kann es ganz normal im Alltag fahren, aber wenn ich einfach mal Lust habe, auf die Rennstrecke zum Bilsterberg zu gehen oder so, kann ich auch genauso performen wie mit einem Auto, was vielleicht nur dafür gemacht ist. Man muss das natürlich immer unter dem Gesichtspunkt, wir haben hier einen Sportwagen sehen. Das heißt, so ein Auto wird natürlich letztendlich, und dafür haben wir es auch nicht gemacht, den Komfort eines AMG S63 oder AMG E63 zu bieten. Dafür ist das Auto ist als Sportwagen konzipiert, aber wie gesagt, absolut im Alltag bewegbar. Gleich hast du deine erste Runde geschafft, Johannes. Herzlichen Glückwunsch. Und dann kannst du immer schön an mir dranbleiben, genau wie du es machst. Das ist perfekt. Dann können wir nämlich das Tempo ein bisschen anziehen. Also, du merkst, wenn wir das Tempo ein bisschen anziehen, fängt das Auto ein bisschen mehr an zu rutschen. Das heißt, wir müssen vorsichtig ans Gas gehen, vorsichtig bremsen. Okay, komm, bleib schön dran. Wir kommen jetzt hier von außen. Blaue Pylon heißt Bremspunkt. Gehen wir mal leicht auf die Bremse drauf. Bleiben dann auf der linken Seite. Rote Pylone heißt Einlenkpunkt. Wir lenken ein hier in die Kurve. Du merkst, es wird rutschig. Und dann können wir hier ruhig außen den Curb mitnutzen. Wieder ganz nach links versuchen wir zumindest. Durch diese S-Kurven, da bleiben wir mittig. Und dann hier raus beschleunigen, sanft ans Gas gehen. Ja, du merkst schon, ne? Da musst du ein bisschen was machen am Lenkrad. Der AMG GTR ist ja auch abgestimmt für die Rennstrecke und für den Straßenverkehr. Das heißt, es ist ein bisschen härteres Fahrwerk, generell. Sodass das Auto natürlich ein bisschen früher auch ins Rutschen kommt, wenn du solche Mischverhältnisse hast wie jetzt. Ein Rennauto fährt sich auch viel schwieriger im Nassen als im Trockenen, weil einfach die Abstimmung, wie gesagt, härter ist und alles auf Betriebstemperatur gebracht werden muss. Jetzt wieder in die Mausefalle. Hier gehst du in der Mitte ein Stückchen raus und dann wieder mit Schwung hier den Berg hoch. Und diese 2 Wellen.
über die Kuppe. Hier sieht man gar nicht, wo es hingeht. Links bleiben hier für die Schikane. Geht's rechts an den Curb ran, links an den Curb ran und dann raus beschleunigen hier. Bei den Verhältnissen empfiehlt sich auch nicht die Curbs zu nutzen. Das heißt, wenn du außen die Curbs nutzt, die sind lackiert, die sind extrem rutschig. Da würde ich heute wegbleiben. Das war mega krass. Also als ich dann da ausgestiegen bin, habe ich gedacht, wow, Hammer. Also ich war froh, dass ich hier halbwegs hinten dran bleiben konnte. Brille war beschlagen. Brille war beschlagen, das sah super gut aus. Vor allem der Helm ist natürlich auch geil, wenn man sowieso gerade so ein bisschen fülliger ist und dann quetscht der Helm dir noch das Gesicht zusammen. Siehst du halt richtig vorteilhaft aus, aber das ist scheißegal. Eitelkeiten brauchen wir hier nicht, weil es geht wirklich um dieses, ja auch, muss ich da sagen, es ist ja auch ein Sportgerät. Ich habe aber wirklich Sport gemacht, weil wenn man in diesem Auto sitzt, man muss wirklich, es ist ein Fitnessgerät, weil du hast natürlich sowieso Brainpower, du musst wirklich auch mit deinem Hirn die ganze Zeit voll dabei sein, fast wie ein Schachspieler, also musst ja auch die Strecke lesen können. So ein Profi, der lebt ja quasi 90% wahrscheinlich davon, die Strecke zu lesen. Ja, nur. Also wenn du als Rennfahrer, als Profi-Rennfahrer ist es so, das Autofahren ist nebenbei, das geschieht wirklich nebenbei. Das ist ein Automatismus, da denkst du gar nicht mehr drüber nach, sondern genau wie du sagst, du liest die Strecke, du im Rennen guckst du, was machen die Gegner, was machen die anderen. Das kommt ja auch noch dazu, werden ja keine Gegner. Richtig, weil was kannst du da für Strategien dir zurechtlegen, aber für dich ist es natürlich noch mal krasser, weil für mich ist wieder gestern das Autofahren war Nebensache. Ja. Ich wusste genau, was ich mache, was ich zu tun habe bei den Verhältnissen. Ja, du hast ja locker mit einer Hand gelenkt und mir noch hier per Fuß. Das ist der Hammer. Und ich hatte demzufolge aber auch Zeit, zum einen dir Tipps zu geben und zum anderen hatte ich aber auch Zeit, die Strecke zu lesen und konnte daraus Schlüsse schließen und sagen, okay, ich muss jetzt hier das und das machen, langsamer fahren, von der Linie ein bisschen versetzter fahren, damit ich halt den optimalen Grip habe, die optimalen Verhältnisse einfach habe, weil ich diese Kapazität frei habe. Und das ist für dich natürlich, genau wie du es gesagt hast, Hochleistungssport. Du warst einfach nur Autofahren. Was muss ich machen? Habe ich die richtige Lenkradhaltung und sowas? Genau. Also das, Wenn du ranfährst an die Kurve, heißt es, du bremst an, du solltest dann, während du mehr einlenkst, solltest du den Bremsdruck reduzieren, also ein sogenanntes Trailbraking machen, reinbremsen in die Kurve. Am Scheitelpunkt solltest du keine Bremse mehr haben, also jetzt hier solltest du runter sein von der Bremse und langsam wieder aufs Gas gehen. Und wenn das Auto gerade steht, voll drauf auf dem Pinsel. Komm, hörst du es? Klingt geil, wa? Wir haben ja beim GTS diese normale Auspuffanlage, die ich meine, und auffällig beim GTR ist halt das große Mittelendrohr. Hat das was mit der Leistung zu tun oder ist es nochmal soundmäßig noch was anderes? Sowohl als auch. Zum einen Leistung, Gewicht ist hier das Stichwort. Das ist eine Titanabgasanlage. Okay. 6 Kilo Gewicht konnte man damit nochmal sparen. Und natürlich das Sounddesign, die Soundkomposition ist ja auch nochmal verändert, um dem GTR wirklich ein prägnantes Erlebnis oder dem Kunden im GTR nochmal ein prägnantes Erlebnis zu bieten. Von daher ist diese Abgasanlage auch dreiflutig. Das heißt, wir haben 2 Auspuffrohre links und rechts und eins in der Mitte, ist halt auch die Besonderheit des GTRs. In der Mitte, auf der Mittelkonsole den kleinen Knopf, da ist ein Auspuff auch drauf. Ja. Was passiert rein technisch im Auto? Gehen da die Klappen auf? Was passiert dann? Wie viele Klappen sind das, die dann aufgehen? Man sieht sie hier sehr gut. Eine Klappe links, eine Klappe rechts. Ja, und da, genau. Die öffnet sich dann und dann wird der Sound nochmal performanter. Das heißt also, bei diesen geschlossenen Klappen sind wirklich Klappen drin, die zu sind. Wirklich eine ganz normale Klappe. Wir haben ein bisschen mehr Rückstau, einfach, dass der Klang ein bisschen gedämpft wird. Und wenn ich aufs Knöpfchen drücke, jetzt klack und dann auf. Meine wichtigste Taste ist wahrscheinlich hier die Auspuffklappentaste. Jetzt ist er ein bisschen lauter geworden. Ja, genau. Und wenn du jetzt, und das ist der Trick dabei, wenn du jetzt noch auf Race zum Beispiel gehst. Weißt du, was das Geile ist? Wie der so knallt. Ja. Ja, wie der so hinten raus, dieses Backfire. Ja? Ja.
Überhaupt nicht. Hammer. Also das ist, ich sage immer so schön, ein Orchester, ja, das so spielt. Ja, also, Ja, und du bist der Paganini. ja, du merkst schon, wir ziehen das Tempo weiter an, Johannes. Dadurch wird es natürlich ein bisschen schwieriger zu fahren. Wir tasten uns halt immer weiter ans Limit ran. Aber Runde um Runde steigt die Temperatur in den Reifen. Der Luftdruck geht ein bisschen nach oben. Und demzufolge hast du einfach mehr Haftung, weil der Reifen sich besser verzahnt mit der Straße. Und somit der AMG GT-R sein komplettes Potenzial erstmal entfalten kann und komplett da arbeiten kann. Wir haben eine Hinterachslenkung. Wir wissen, dass uns dieses System mehr Agilität im unteren Geschwindigkeitsbereich bringt. So viel Agilität, dass sie eigentlich nicht transportiert werden könnte in hohen Geschwindigkeitsbereich. Da beginnt aber dann die Hinterachslenkung nicht mehr zu agilisieren, sondern dem Fahrzeug mehr Stabilität und Kontrolle zu verleihen. Ganz wesentliches System, dass wir die Spreizung zwischen Agilität und Stabilität haben im Auto. Und jetzt, wenn der Laie sich ins Auto reinsetzt, spürt er das? Ist ein ganz guter Punkt. Generell verfolgen wir die Strategie, dass Systeme sich nicht aufdrängen. Hier soll kein System kommen und dem Fahrer sagen, du pass mal auf, hoppla, jetzt komme ich, jetzt bin ich da. Wir möchten nach Möglichkeit nur die Vorteile der Systeme haben. In dem Fall spürt sich das Fahrzeug sehr agil an dem unteren Geschwindigkeitsbereich, weil es auch sehr agil ist, weil die Hinterachslenkung entgegengesetzt zur Vorderachse einschlägt. Okay. Ich habe das mal irgendwann so erklärt gesehen, dass es quasi virtuell den Radstand verkürzt oder verlängert. Ne? Das Richtig. ist, glaube ich, die physikalische Entsprechung davon. Richtig, genau. Also weil du hast ja, wenn du einen kurzen Radstand hast, was in niedrigen Geschwindigkeitsbereichen mit dieser Hinterachslenkung ist, dann ist das Auto klein und wendig. Ja. So ein Go-Kart. Ja. So ein Go-Kart ist ja klein und wendig. Ich glaube, jeder war schon mal auf der Go-Kart-Bahn. Ja. Und da merkt man ja, wie klein und wendig das Auto ist. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, wir brauchen nicht noch mehr Agilität. Da beginnt das System ganz langsam sich umzuorientieren und in gleichsinnige Richtung Das bedeutet zu aber arbeiten. das macht es in einem fließenden Übergang. Ein fließender Übergang, da gibt Okay. es sogar einen Geschwindigkeitsbereich, der diesen Übergang kennzeichnet. Okay. Und das ist der Bereich bei etwa 100 km/h. Um den Bereich herum beginnt die Strategie sich zu ändern Richtung Stabilität. Okay. Aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, egal welches System im Fahrzeug jetzt zur Anwendung kommt, Systeme sollen sich nicht in den Vordergrund drängen, sie sollen nur ihren positiven Effekt haben. In dem Fall ist es Agilität, Stabilität, auch das Gefühl von hohem Hinterachsgrip zum Beispiel. Von wie viel Grad oder wie viel sprechen wir da? Ich glaube, da sprechen wir von 1,5 Grad. Ist das richtig? Du bist sehr gut vorinformiert, Jan. Ich bin Es das Auto schon ein, zwei Mal Es gefahren. sind maximal 1,5 Grad, was das System hier durch ein paar ganz wenige Millimeter der Längenänderung der Spurstange hier einschlagen kann. Diese 1,5 Grad, die ergibt sich im Maximum aber nahezu nur beim Parkieren. Okay. Wenn wir hohe Geschwindigkeit fahren, dann tun es viel kleinere, ganz subtile Lenkwinkel, Okay. die aber sofort dazu führen, dass Seitenkraft an der Hinterachse aufgebaut wird und kein Überschwingen der Achse passiert, wie bei einem passiven System. So, Johannes, weiter geht's im Programm. Nächste Runde. Du merkst, ich ziehe das Tempo immer weiter an und du kannst immer gut mithalten. Sehr gut. Und du merkst auch hier, das Auto rutscht jetzt schon weniger in der Kurve. Erinnere dich mal, erste Runde, wie es da gerutscht hat. Jetzt kannst du schon richtig ausbeschleunigen. Wenn wir jetzt ein Stück weiter nach vorne wandern, sehen wir hier einen riesengroßen schwarzen Carbon-Tunnel. Ja, da steht schon, das ist unsere Carbon Torque Tube. Und das ist jetzt ein Merkmal, das ist tatsächlich nur den GT-R vorbehalten. So wie wir es hier haben, diese steife Verbindung zwischen vorne Motor und hinten Getriebe in Carbon, ist nur im GT-R drin. Macht das fahrdynamisch einen Unterschied, ob ich diese Torque Tube so habe oder, weil du als Leiter des Fahrdynamik-Teams, ist es von der Steifigkeit nochmal was anderes auch im Auto? Nein, das Thema ist hier, steif sind beide Versionen. Das Thema ist hier, dass wir Gewicht rausbringen. Wir haben Größenordnung 10, 12 Kilogramm, die hier aus dem Auto rauskommen.
Und der GTR ist ohnehin leichter und muss auch als Sportwagen, als Top of the Line im Sportsegment leichter sein als Basisfahrzeug. Und hier holen wir einen ganz wichtigen Ertrag an Gewicht raus. Was wieder die Fahrdynamik unterstützt. Das heißt also natürlich leichteres Auto unterstützt mich natürlich auch wieder in der Fahrdynamik. Jetzt gibt es natürlich Systeme im GTR drin, die sind nicht allein dem GTR vorbehalten, die sind aber ganz wichtig für ihn, dass er seine Zielfahrdynamik erreicht. Und da schauen wir jetzt mal genau dadurch hier drauf. Okay, wir also sehen hier das Motorlager vorne links. Okay. Das ist hier, da sieht man, da ist so ein Stecker, Anschluss? eine Steckmöglichkeit dran. Da würde normalerweise ein Kabel jetzt reingehen. Okay. Und diese Kabel Das hat geht einen rein. Sinn. Das hat Das einen hat einen Sinn. Übrigens vorne wie hinten, beides dann. Das ist dann ein gesteuertes, ein geregeltes Motorlager, ein sogenanntes magnetoreologisches Lager, ein MR-Lager. Je nachdem, welchen Strom ich anlege, verhärtet die magnetoreologische Flüssigkeit im Lager drin und macht das Lager steifer. Okay. Das heißt, wenn ich sehr dynamisch, sehr schnell unterwegs bin, kennst du als Rennfahrer, dann möchte man, dass im Auto nichts rumwackelt und rumrappelt. muss Das alles stört komplett jede steif sein, präzise Lenkkorrektur. Korrekt, nämlich. ja. Das muss steif sein. Ja, Und wir drum sagen legen Auto, das Auto fühlt sich so schwammig an. Genau. Genau. Und es würde sich schwammig anfühlen, wenn wir das Auto maximal auf Komfort auslegen würden. Dann müsste das Lager weich sein. Da könnte man sagen, machen wir halt einfach ein ganz hartes Lager rein. Ja, aber das Auto wird auch noch im öffentlichen Straßenverkehr gefahren. Da gibt es ein paar Schachdeckel oder mal Kopfsteinpflaster. Und dann haben wir die Möglichkeit, dieses Lager weich zu machen. Okay. Das heißt, wir haben dennoch Komfort drin. Wenn es dynamisch wird, dann merkt das Ding das und verhärtet automatisch. Also es ist auch noch ein cleveres System und macht das automatisch das Ganze. Das clevere System haben wir clever gemacht, ja. Perfekt. Sehr gut. So, dann fahren wir mal zurück in die Boxengasse und schauen mal, ob es dem Johannes noch gut geht. Eine kleine Überraschung habe ich ja noch für ihn. Schauen wir mal, wie es dem Johannes geht. Alles gut bei dir? Hammer, der Hammer. Ich konnte teilweise dich gar nicht verstehen, aber es ist megamäßig, wirklich. Also es ist wirklich eine Achterbahn, das ging in den Magen. Und du hast gemerkt, ich bin auch ein paar Mal ausgebrochen. Ja, ich hab's vorne auch gesagt, also weil man hat gesehen, du hast dich immer weiter rangetastet ans Limit, genauso wie es sein sollte. Ja. Und klar bricht das Auto mal aus, weil wir haben einfach ganz schwierige Verhältnisse. Ja. Aber du siehst auch, wie ja, wird noch extra schwierig für dich. Aber du siehst halt auch, das Auto vermittelt dir einfach auch irgendwann Sicherheit und dann tastest du dich immer weiter ran. Jetzt guck mal hier. Ja, und die Räder sind sogar noch leicht kalt. Also das ist, okay. So richtig Temperatur ist noch nicht drin und es ging trotzdem was voran. Vor allen Dingen ist der super ausbalanciert. Ich meine, ich bin Laie, ich kenne die Strecke nicht, ja. Und der ist so neutral und man kann den so leicht steuern. Kinder, das ist wie ein Computerspiel. Ja, richtig. Aber wenn man will, natürlich, ich bin jetzt auch Sport Plus gefahren, wenn man will, Race Mode, was nicht zu empfehlen ist, wenn man Anfänger ist, dann ist das natürlich ein Tier, dann steht er wahrscheinlich dauernd quer. Ja, er steht quer, wobei der Race-Modus und der S-Plus-Modus, die sind relativ eng beieinander. Das sind so kleine Feinheiten, die einfach nochmal für die Rennstrecke sind. Aber wenn du natürlich zum Beispiel das ESP komplett abschaltest und dann die Traktionskontrolle einschaltest, dann ist es natürlich mal was ganz anderes. Das musst du mir mal zeigen, dann machen wir mal eine Taxifahrt. Da steige ich mal Jetzt nimmt er mir meine Überraschung weg. Also ich wollte nämlich gerade sagen, komm, soll ich dir mal zeigen, wie man Super geil. Also ich bin gespannt. Ich muss aber wahrscheinlich vorher noch mal gucken, hier, dass ich was trinke oder so. Super. Vielen Dank. Gerne. Antriebsstrang vom GTR, GTC, GT, GTS, jetzt mit Janko Wickel, der vom Antriebsstrang, vom Team des Antriebsstrangs eigentlich ist. Ganz genau. Wir haben ja hier den großen Motor, den 4 Liter Biturbo. Richtig. Erzähl einfach mal, was gibt es da für Besonderheiten? Ja, der Motor entstammt unserer V8-Motorenfamilie, ist aber für die Sportwagen als Trockensumpf-Variante gebaut. Sprich, wir haben keine normale Ölwanne, Okay. wie bei einem Motor sonst, wie ihn jeder normale Kunde kennt. Das heißt, unter dem Motor ist so eine Kiste mit Öl drin, mit Ölpeilstab. Nein, das Öl befindet sich hier bei den Sportwagen in diesem schwarzen Kanister Hier in dem großen? hier drin. Okay. Warum wird das so gemacht?
Das dient einfach dazu, um höhere Kurvengeschwindigkeiten, höhere Beschleunigungen, Okay. höheres, größeres Verzögerungsvermögen zu ermöglichen. Das heißt, das Öl, was normalerweise in einer Ölwanne immer hin und her schwappt, von links nach rechts, wird aktiv durch eine Pumpe abgesaugt, was quasi aus dem Motor herausläuft, wird über diese Pumpe in den Tank gefördert und ist dort unabhängig von Beschleunigungen, Kurvenverhalten dort gesammelt und wird dann von der Ölhochdruckpumpe aus dem Tank abgesaugt und dann zur Ölversorgung des Motors Wieder zur Schmierung, wieder eingespeist Genau. und dass dann alles trotzdem wieder ganz normal wie gehabt versorgt wird. Das heißt also, das ist die Besonderheit. Deswegen ist es ja auch ein Sportwagen, damit ich damit Richtig, schnell fahren genau, kann, damit das genau. gewährleistet ist. Ja? Ja. Der zweite Vorteil an der Konfiguration ist, dass man, wenn man keine Ölwanne hat, die relativ hoch baut, dass man den Motor flacher bauen kann und dementsprechend auch tiefer ins Fahrzeug einbauen kann. Thema, Zweiter Vorteil, Thema Schwerpunkt. Ja, genau. Genau. Ansonsten der Motor, wie du schon gesagt hast, 4 Liter Hubraum, V8, 2 Turbolader. Die Turbolader als Besonderheit, Oben, ja. hier oben sieht man sie, als Besonderheit zwischen den Zylinderbänken angeordnet. Okay. Warum ist das so gemacht? Zum einen baut der Motor dadurch viel kompakter, viel kleiner. Zum anderen haben wir dort ein sehr viel besseres Ansprechverhalten, weil die Auslasskanäle aus dem Zylinderkopf quasi direkt in die Turbolader münden und somit quasi keine Wärme, keine Energie verloren geht, sondern diese gesamte Abgasenergie dem Turbolader zur Verfügung steht. Das heißt also, eigentlich kann man sagen, je wärmer das komplett da oben Richtig. ist, desto besser ist es eigentlich für den Motor. Es ist eigentlich, natürlich wird es natürlich schwierig, weil der Turbolader natürlich sehr heiß werden kann und auch sehr heiß wird. Was haben wir da im für Betrieb. Temperaturen? Sagen wir ungefähr so? Ja, wir gehen schon deutlich über die 900 Grad hinaus. Okay. Und wenn man sich dann überlegt, dass da kurz drüber die Motorhaube ist Ja, richtig. und die natürlich keine 900 Grad haben sollte, Ja, richtig. erfordert es einigen Aufwand, das ganze Gebilde auch wieder zu kühlen. Okay. Aber deswegen haben wir die geeigneten Ingenieure an diesem Thema dran, die sich auch um die Kühlung des ganzen Systems kümmern. Sprich, das Thema ist soweit sicher, die Turbolader sind heiß, aber nicht zu heiß. Und die Karosserie leidet nicht darunter. Wie sieht so eine Kühlung aus? Also was macht man da? Macht man einfach nur Luft dran? Oder? Da wird viel Luft durchgespült. Das heißt, im Fahrbetrieb wird quasi über den Motor und über die Katalysatoren, die dahinter hängen und über die heißen Turbolader so viel Luft wie möglich geleitet, um diese Wärme rauszubringen. Okay, das heißt also, man arbeitet da hauptsächlich wirklich mit dem Luftstrom, dass Genau. der dann wiederum Genau. die Temperatur runterkühlt. Absolut. Den 4 Liter Biturbomotor, den haben wir ja in allen Varianten des GT. Das heißt also Korrekt. wirklich vom Ja. GT bis hin zum GCR haben Korrekt. wir den drin. Trotzdem haben wir ja verschiedene Leistungsstufen. Richtig. Wie kommt das zustande? Warum ist das? Also Ja. wie handelt man das? Die Motoren sehen von außen sehr ähnlich aus. Sie unterscheiden sich zum einen in den Turboladern. Für die hohen Leistungsvarianten im GT haben wir geänderte Turbolader. Okay. Die machen mehr Luftdurchsatz, weil für hohe Leistung brauche ich natürlich sowohl Kraftstoff als auch Luft. Das heißt, die Luft muss durch die Turbolader durch, die sind hierfür optimiert worden. Und zum anderen brauche ich für eine hohe Leistung sehr viel Ladedruck. Und um den Ladedruck anzuheben, sind hier die Turbolader auch geändert worden. An sich, vom Motor her, ist alles bei allen Ja, Autos das mehr oder weniger gleiche oder Ein das normaler gleiche? Kunde würde da gar keine so großen Unterschiede sehen, aber im Inneren sind natürlich ein paar Geheimnisse drin. Die Zylinderköpfe sind optimiert, das heißt diese ganze Kanalgestaltung, wie die Luft rein und vor allen Dingen auch wie die Luft rausgeht zu den Turboladern, die ist optimiert worden, geändert worden, aber das sieht man natürlich von außen nicht. Okay. Das ist alles im Inneren verborgen. Und zu guter Letzt natürlich, um es abzuschließen, im Zuge dieser geänderten Applikation, wie man sagt, ist auch eine neue Software integriert. Okay. Die sieht man natürlich auch nicht. Bits und Richtig. Bytes sind im Motorsteuergerät versteckt. Ja, und mit diesem Gesamtpaket kommen wir halt nicht auf eine Leistung von 375 Kilowatt, sondern im GTR auf 430 Kilowatt. Das sind dann 585 PS. 585 PS kommen aus dem Motor raus und müssen Ja. hinten ans Getriebe, weil wir haben auch Richtig. die Transaxle-Bauweise. Das heißt also Korrekt. Motor vorne, Getriebe auf der Hinterachse. Und diese Torque Tube, also die Kardanwelle, die ja da drin liegt, die kann das ganz einfach übertragen. Die überträgt das Ganze, die ist aus Carbon, die Welle, und als Besonderheit, die dreht sich mit der Motordrehzahl. Das heißt, wenn der Motor 7000 Umdrehungen dreht sich auch diese gesamte Welle von vorne bis hinten mit 7000 Umdrehungen. Wenn der Motor voll dreht, voll hoch Korrekt. dreht, Ja. dreht die ganze Welle komplett mit Ja. und liefert die hinter ans Getriebe. Korrekt. Erfordert natürlich auch einen wahnsinnigen Aufwand, dieses Ganze abzusichern, wie wir sagen, also sprich zu testen, ob da auch nichts passiert, ob das Ganze dauerhaltbar ist bis ans Lebenszeitende, und das ist es. Ja, okay. Kommen wir last but not least mal noch hinten, weil es ja irgendwo Ja. mit zum Antriebsstrang gehört, zum Getriebe. Ja,
wir haben, um die Gewichtsbalance zu behalten, das Getriebe auf der Hinterachse. Richtig. Das ist das eine. Aber was gibt es Spezielles zum Getriebe? Weil ich meine, wenn ich an einem GTR, GT, GTS Ja. am Hebel ziehe, Ja. dann merkt man das halt auch richtig. Also das ist, Ja. da geht auch richtig was voran. Also ganz grob die technischen Daten. Es ist ein 7-Gang-Getriebe, es ist ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Auch das dürfte den Experten bekannt sein, was das bedeutet. Und man kann grob sagen, wenn der eine Gang drin ist, wartet der nächste schon Korrekt, eingelegt zu werden. ganz genau. Mal ganz grob Ja, gesagt. du hast völlig recht. Genauso passiert das Ganze. Und beim GTR ist dieses Getriebe insofern geändert und optimiert gegenüber dem GTS, dass der erste Gang und der 7. Gang eine leicht geänderte Übersetzung haben, um das Ansprechverhalten, um die Beschleunigung zu verändern. Und der sogenannte Final Drive, das Ausgangsgetriebe, ist auch nochmal kürzer geworden, um einfach die Dynamik noch zu betonen. Okay, aber an sich hat die ganze GT-Familie das gleiche Korrekt. Getriebe und fährt korrekt Getriebe. Nur eine Kamera, 2. Wollen wir doch mal sehen, wie der Johannes sich gleich schlägt, ob die Farbe im Gesicht bleibt. Ich würde sagen, mal eine Taxirunde machen. Noch hat er Farbe im Gesicht. Ja, grün, wie das Auto, passend zum Auto. Bist du soweit? Ich bin soweit, ich filme dich sogar ein bisschen mit. Du filmst mich? Ja. Da muss ich mich jetzt extra anstrengen sozusagen. Ja. Okay, pass auf. Also, ich bin momentan jetzt in der Drive-Mode, so bin ich im Race-Modus und habe aber die Federung jetzt noch auf Hard, also auf Sport Plus, wie es ja so schön heißt. Ich gehe aber auf Komfort. Warum? Weil das Auto da einfach mehr dämpft und deswegen mehr Anpressdruck hat, einfach besseres Fahrverhalten hat in den Bedingungen. Wenn es trocken wäre, würde ich jetzt voll hart fahren. Ja. Ich habe die Automatikschaltung an. Generell kann es jeder so fahren, wie er will, aber es macht einfach ein bisschen komfortabler. Ich bin Automatik gewohnt, ich fahre schon lange Automatik. Nein, und dann somit habe ich einfach das Auto besser nochmal unter Kontrolle. Du bist soweit? Warte, ich drehe noch mal kurz diese Kamera, dann sieht er uns beide, auch vor allem mein Gesicht. Okay, geh los. Mal gucken, wie lange ihr das sehen wollt. Ich halte mich schon fest. Also, auf geht's. Komm. So, also, was ich auch noch mache, ist, also ich habe jetzt wie gesagt den Race-Modus an. Ich schalte jetzt mal das ESP komplett ab. Das heißt, ich halte den ESP-Taster ganz lange gedrückt, circa 3 Sekunden und dann sieht man, hier leuchtet es jetzt schon. Mittelstufe, das heißt also, jetzt habe ich die mittlere Stufe eingeschaltet von der Traktionskontrolle. Was bedeutet aber Traktionskontrolle? Ich mache die erste Runde mal easy. Was bedeutet Traktionskontrolle? Traktionskontrolle heißt, die seitliche Stabilisierung ist jetzt weg. Ich habe kein ESP mehr. Aber die Traktion, das heißt die Geradeausbeschleunigung, die ist noch da. Und die kann ich mir jetzt dann in ein paar Stufen einstellen. So, bringen wir ein bisschen Temperatur im Reifen, würde ich sagen, oder? Wahnsinn. Man sieht, also ich muss wirklich erstmal Temperatur in den Reifen reinbringen, weil das Auto, ich meine 585 PS, ja, das musst du erstmal auf die Straße bringen. Ja. Wir müssen das vorsichtig machen, solche Wellen, da bricht das Auto schnell mal aus. Das ist wie im Europapark. Ja, das ist die neue Achterbahn hier am Bilsterberg. Aber wirklich. Hammer. So. Das musst du dir mal vorstellen, im dritten Gang voll ausgedreht, da hat er noch da drehen noch die Hinterräder durch. So, anbremsen. So, das war die erste Runde zum Warmfahren. Also, ja? Ach so, das war nur das Warm. Das war das Warmfahren jetzt, ja. Man sieht immer sehr schön, wenn die Traktionskontrolle arbeitet, dann fängt das an zu blinken. Können wir jetzt gleich beobachten. So, anbremsen, erste Kurve. Und Achtung, wenn wir jetzt hier gleich ans Gas gehen, gleich fängt es an zu blinken hier unten. Da blinkt. Krass. Da
Da wissen wir, Traktionskontrolle ist am Arbeiten. Da wissen wir auch, es ist glatt draußen. Also ich glaube, das macht jedem Spaß. Ich habe selber die Entwicklung auch gemacht beim neuen AMG GT4, habe ich das auch sehr viel mitgemacht, Traktionskontrolle und so. Wie geht man aber an ein Straßenauto ran? Ich weiß es beim Rennauto, wie man rangeht, wobei da hat man halt die Basis vom Straßenauto. So Da ist sagt es. man hat schon ein Kennfeld, aber wie geht ihr ran? Weil ihr habt ja nichts. Also ihr geht aus Null irgendwo ran wahrscheinlich. Richtig. Wie funktioniert das? Nicht ganz. Jetzt gibt es das System ja schon im Rennsport und unsere Firma ist nicht ganz so riesig. Wir reden doch miteinander und wir holen uns natürlich Feedback vom Bernd Schneider und vom Reini Renger, Kollegen, die hier sind, und auch von dir, der du das System ja aus dem Rennsport schon kennst. Und auch du bist zu einem sehr frühen Zeitpunkt GTR gefahren und hast uns da auch noch Feedback gegeben zu dieser Traktionskontrolle. Aber sie ist ein Beispiel dafür. Wir haben kein Shishi im Auto. Auch hier Form follows Function. Wir haben wertige Dinge drin, die ihren Sinn machen. An dem Auto ist also nichts, nur dass es irgendwie brachial aussieht, mich aber sonst stört. Und die Traktionskontrolle gehört dazu. Wir ermöglichen dem sehr sportorientierten Fahrer, beispielsweise beim Einsatz am Track Day, das ESP komplett wegzuschalten und den Schlupf an seiner Hinterachse ganz gezielt allein mit dieser Traktionskontrolle zu regeln. ESP heißt, um es nochmal ein bisschen genauer zu beschreiben, das heißt, die seitliche Stabilisierung fällt weg. Ganz genau. Das heißt aber, die Ganz genau. Längsbeschleunigung ist, beziehungsweise das Handling für die Längsbeschleunigung ist durch die Traktionskontrolle noch da. Ist eigentlich absolut noch da. Die Traktionskontrolle dient allein dem Verbessern der Performance, weil übermäßiger Schlupf der Hinterachse unterbunden wird. Es wird genau so viel Schlupf an der Hinterachse zugelassen, wie eben in der Position hinterlegt ist. Position 1 bis 9, da kann ich von schwerem Regen bis komplett sehr griffige Reifen und trockene Bedingungen wählen. Und es erleichtert mir als Fahrer ganz massiv, dann eine beste Rundenzeit hinzukriegen, weil dieses zu hohen Schlupfgehen einfach nur vorkommt. Es ist genauso viel, wie ich jetzt noch mit dem Regler einstelle, das passiert. Ja, also im Regen fahren ist es echt für den Fahrer, auch als Profi, ist es echt Schwerstarbeit. Ja. Weil du viel mehr lenken musst. Man sieht ja auch, wie ich wirklich die ganze Zeit nur am Lenken bin. Sieht jetzt das Auto, das rutscht natürlich einfach, weil dieser kleine Wasserfilm, der zwischen Reifen und Fahrbahn ist, der zeigt einfach oder der bewirkt einfach, dass der Reifen nicht sich komplett verzahnen kann mit dem Asphalt. Und deswegen rutscht das Auto einfach. Das hat jetzt nichts irgendwie mit dem Auto zu tun oder so, sondern das ist wirklich rein Verbindung Reifen und Straße. Wahnsinn. Hammer. Millimeterarbeit, saugut. Selbst auf der Geraden gibt es hier keine Ruhe, oder? Mit hoch, runter. Ja. Was ich mache ist, guck mal, ich fahre jetzt ein bisschen weiter außen hier. Eigentlich ist die Ideallinie weiter innen. Guck mal, was ich da für einen Grip habe. Wir sind jetzt mal eben so mit 140 durch die Kurve gefahren. Schaffst du noch eine Runde? Ja, natürlich. Neben den ganzen GT, die auf der Straße unterwegs sind, haben wir natürlich zwei Schätzchen mit im Fuhrpark, die nicht für die Straße gedacht sind. Und ich habe mir niemanden geringeren als den fünffachen DTM-Champion Bernd Schneider, der natürlich auch in die Entwicklung zum einen vom SLS AMG GT3, vom AMG GT3 und vom AMG GT4 eingebunden war. Bernd, wir stehen jetzt hier am GT3. Das ist ja so das Auto, mit dem du neben der DTM die größten Erfolge eingefahren hast. Absolut und sind auch sehr stolz drauf, denn das ganze Kundensportprogramm gibt es erst seit 2010 und in den Jahren ist doch extrem viel passiert und wenn man überlegt, wie viele Autos wir vom SLS GT3 verkauft haben, von dem GT3 jetzt sind wir schon mehr als damals mit dem SLS in der ganzen Laufzeit. Von daher sind wir sehr, sehr zufrieden, wie sich das ganze Programm entwickelt hat. Basis ist ja der GT. Das heißt also, man hat ja das Chassis genommen sozusagen vom GT und hat gesagt, wir bauen da ein Rennauto draus, ein GT3-Rennauto draus. Was ist so speziell an einem GT3-Auto? Am GT3-Auto gegenüber unserer GT-Familie fängt unter der Haube schon mal an.
Und zwar da versteckt sich nicht der V8 Biturbo-Motor 4 Liter, sondern der Motor, der bekannt ist aus dem SLS, der 6,3 oder 6,2 Liter Saugmotor, den wir damals verwendet haben, weil er einfach kostengünstig ist, die Laufzeit extrem wichtig ist in den Autos, für die Running Costs, wie es so schön heißt, mit dem Motor halt sehr gut kalkulierbar waren und deswegen wir gesagt haben, wir bleiben beim bewährten Motor. Das Chassis ist komplett vom GT übernommen, da haben wir keine große Änderung gemacht. Was man natürlich gemacht hat, gewichtsoptimiert, Kohlefaser, Anbauteile. Der GT3 ist circa 300 Kilo leichter als jetzt der GTR und dafür musste man schon ein bisschen was abspecken. Was natürlich passiert ist, Aerodynamik, man sieht es vorne an den Flaps, an dem Unterboden, an dem großen Flügel. Das sind so die größten markanten Merkmale, der Unterschied zum GTR und das macht auch die Rundenzeit aus. Mit dem GTR wiederum fahren wir mehr PS als jetzt mit dem GT3, was viele Leute gar nicht verstehen, aber man sieht es hier ganz gut. Die Restriktoren, je nach Einstufung hat der Motor zwischen 500 und sagen wir 600 und ein paar PS, aber meistens fährt man mit dem Auto mit 520 bis 540 PS, also 40 PS weniger als im GTR. Du hast die Leistung angesprochen, kommen wir auf ein aktuelles Thema gerade. Es gibt ja ein ganz spezielles Auto gerade von denen hier, die wurden jetzt gerade ausgeliefert. Das heißt also die 50-Jahre-Edition vom AMG GT3 und die haben nämlich 650 PS mal eben so, weil da gibt es dieses Röhrchen nicht dazwischen. Genau, da geht es komplett gerade durch und wir haben ja damals mit dem SLS schon mal eine 45-Jahre-Edition gemacht und jetzt haben wir noch mal eins draufgelegt mit dem 50 Jahre. 650 PS ist natürlich mit 1280 Kilo unglaublich und macht wahnsinnig viel Spaß zu fahren und da brauchen wir auch zum ersten Mal richtig die Traktionskontrolle. Ich glaube, bei den Autos hat man mal, vor allen Dingen bei dem Wetter, wenn man es im Hintergrund sieht, aber sonst hat das Auto ja so eine gute Traktion, dass man fast nie in die Traktionskontrolle kommt. Traktionskontrolle ist, gib mir ein Stichwort, und zwar Entwicklung. Du bist ja bei allen Autos mit Teil der Entwicklung, ganz großer, ganz wichtiger Teil, mit der ganzen Erfahrung. Ich war beim GT4 ein bisschen mit involviert, ein bisschen mehr, aber da ist es so, da hatten wir schon eine Basis irgendwo. Aber ihr, Thomas Jäger und du, ihr zwei, habt ja den SLS AMG GT3 vom weißen Blatt Papier eigentlich entwickelt. Wie ist das da? Wie geht man da eigentlich ran? Setzt man sich da ins Auto und sagt, hoffentlich funktioniert das hier alles? Oder wie war das am Anfang? Nein, mit dem SLS, ich sag mal, ich war wirklich dabei beim Straßen-SLS schon auf dem weißen Stück Papier. Das war mega interessant, als Rennfahrer in die Serie zu kommen und dort mitwirken zu dürfen und die Prozesse mit durchlaufen zu dürfen. Denn es ist ein bisschen anders wie im Rennsport. Und wo wir dann angefangen haben mit dem SLS, das Kundensportprogramm auf die Beine zu stellen, haben wir natürlich die Erfahrung genutzt aus der DTM-Zeiten und haben viele Dinge schon übernehmen können. Aber, und das war Thomas und mir sehr, sehr wichtig, dass wir gesagt haben, dieses Auto ist nicht nur für Profis, sondern auch für Gentlemans und Kunden, die einfach mal sich ein Auto kaufen und ab und zu ein paar Track Days machen. Und deswegen war unser Hauptaugenmerk, dass es einfach zu bedienen ist. Man setzt sich rein, hat einen guten Überblick über all die Knöpfe, die man bedienen muss. Und dass das Auto einfach zu fahren ist. Und deswegen, glaube ich, war das auch der Grundstein zu dem Erfolg von dem SLS, dass die Leute damit eingestiegen sind und gesagt haben, geil, schön, einfach zu fahren und ich habe Spaß. Richtig, und das ist ja auch der Erfolg, zeigt es ja auch von dem Auto einfach, dass es funktioniert hat. Und dann kommt man zum AMG GT3, das heißt, man hat ja die Basis vom SLS, AMG GT3. Ist es dann einfacher oder fängt man eigentlich gefühlt wieder bei Null an? Nein, wir fangen nicht bei Null an, aber es ist natürlich so, dass wir die Latte mit dem SLS extrem hoch gelegt haben und wir wussten, das wird nicht einfach nochmal zu toppen, aber wir haben uns Mühe gegeben und wir haben ja auch viel gelernt. Das waren 5 Jahre mit vielen Prozessen, die man durchlaufen hat und von daher konnten wir auch vieles übernehmen und sagen, okay, in dem GT wollen wir dies und jenes verbessern und das ist uns auch gelungen. Ich meine, der GT hat so viel Potenzial noch nach oben. Um eins aber zu sagen, was uns wichtig war beim SLS, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Auto auf die Beine stellen, wo man keine Performance-Updates braucht. Und das war auch unser Ziel im GT. Das heißt, so ein Performance-Update heißt, man muss irgendwas machen, um es schneller zu machen. Ja. Und das kostet viel Geld. Und wenn man aber einen sehr guten
Auto von Anfang an baut, dann bekommt man so einen kleinen Restriktor wie hier und viel Gewicht. Und dann kann man immer wieder leicht nachlegen, indem man einfach ein bisschen größeren Restriktor oder ein bisschen Gewicht ausbaut. Und das ist uns, glaube ich, gelungen. Und das ist das, wo uns die Mitbewerber auch ein bisschen beneidet haben, drum, dass wir nicht den Kunden alle 2 Jahre ein großes Performance-Update aufs Auge drücken müssen. Und Kunden, du hast ganz am Anfang gesagt, Kunden ist natürlich groß geschrieben bei AMG. Dann kommen wir eigentlich genau zu dem Thema, auch hier GT4. Genau, GT4 ist die meiste Frage, die mir gestellt wird, was ist der Unterschied? Ja? Der Unterschied ist erstmal ein Preis zu sehen, ja? Wenn man bedenkt, dass so ein GT4 fast die Hälfte kostet von einem GT3, bekommt man mit dem GT4 meiner Meinung nach sogar extremst viel Rennauto. Ja, und für uns war das der logische Schritt, dass wir gesagt haben, der GT3 als einziges Kundenprojekt ist eigentlich zu wenig. Wir brauchen noch ein bisschen Einsteigermodell und mit dem GT4 ist noch nicht ganz auf dem Level von einem GT3-Auto, aber schon sehr viel Rennauto. Wir wissen natürlich auch, dass Kundensport nicht nur heißt, ein gutes Produkt zu bauen, sondern man muss einen guten Service haben, man muss Teileversorgung garantieren können und. Und das ist immer die Herausforderung, wenn man so ein Projekt auf die Beine stellt. Aber das Feedback, was wir jetzt vom GT4 bekommen haben in den letzten paar Monaten, seitdem wir es präsentiert haben, ist unglaublich. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben auch noch einiges zu lernen, weil das wird nochmal ein größeres Paket als jetzt GT3, weil man durch den Preisunterschied natürlich auch mehr Autos verkaufen wird. Ja. Wenn wir jetzt wieder den Link machen zum Straßenauto, zum GTR, liegt der GT4 näher am GTR oder liegt er näher am GT3 oder liegt er genau in der Mitte? Ich denke, es ist ein ganz gutes Ding in der Mitte, denn er hat den Biturbo-Motor drin, der unglaublich viel Potenzial hat, weil auch dieses Auto wird eine Balance of Performance haben, wie der GT3. Und wir fahren im Moment mit sehr, sehr wenig PS, wie du selber weißt. Und wir haben die Aerodynamik ist natürlich ein bisschen angepasst, ist ziemlich ähnlich, wenn man den Flügel anguckt vom GTR und von der Frontlippe ist die ist beim GTR sogar noch ein bisschen diffiziler, weil er halt ausfahrbar ist. Im Rennsport ist das halt immer nicht optimal, weil es einfach kleine Berührungen gibt und dann so eine Lippe extrem viel Geld kostet und das ist ein bisschen Standard, aber für den Rennsport absolut perfekt und Hauptaugenmerk für uns war ein kostengünstiges Auto zu bauen und deswegen mussten wir auch relativ nah am GTR dranbleiben, weil sonst einfach die Kosten davonlaufen. Und natürlich, dass es wieder einfach für die Leute zu handeln ist, dass es einfach fahrbar ist, dass man als Nicht-Profi-Rennfahrer sich reinsetzt und sagt, boah, das macht Spaß. Ich habe es immer Plug-and-Play genannt, also setz dich rein und es funktioniert. Das geht schon im GT3 ganz gut, wobei der GT4 ja eigentlich der Einstieg ins GT-Programm ist. Wenn man das so sagen möchte. Es geht natürlich generell beim GT4, kann man sagen, geht in die Richtung, dass man sagt, es wird professioneller auch im GT4. Also wenn man die Mitbewerber sieht, auf jeden Fall wird die Messlatte jetzt nach oben gesetzt, was auch unser Ziel war. Absolut. Unser Ziel war, wir wollten Benchmark Absolut. sein, also haben wir das auch so gesetzt. Die Mitbewerber haben natürlich mitgezogen, weil klar, jeder hat gesagt, GT3 wird bei den Kosten, die jetzt momentan anstehen, beim GT3 muss man einfach noch eine Einsteigerklasse haben, die noch finanzierbar ist. Und das haben nicht nur wir, war nicht nur unsere Meinung, sondern auch die der Mitbewerber. Von daher gibt es die anderen, aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Richtig. Und ich glaube, dass wir sehr gut aufgestellt sind, dass wir mit dem Basisauto, mit dem GTR schon ein Hammer-Produkt haben, wo wir gar nicht mehr so viel dran machen mussten. Richtig, ja. ja. Und von daher glaube ich, dass wir da einen kleinen Vorteil vielleicht gegenüber dem Mitbewerber haben. Letztendlich entscheidet das der Kunde und wir sind alle, glaube ich, gespannt drauf, wenn die ersten Autos ausgeliefert werden, wie er wieder ankommt. Das ist ja immer die große Frage. Und das ist auch eigentlich meine letzte Frage, für wen ist das Auto? Du hast die Kunden angesprochen, wer kauft sich einen GT4? Also ich war jetzt mit ein paar Kunden zusammen, die schon bestellt haben und es gibt eine wirklich große Spreizung, denn ich habe ein paar, die jetzt gesagt haben, kaufe ich mir, mache ich 1-2 Mal im Jahr, 3 Mal im Jahr einen Trackday. Das Auto setze ich mich rein, starte, fährt los, mache Luftdruck und habe meinen Spaß. Also der Vater mit dem Sohn? Genau. Mehr oder weniger, und genau. Ich war jetzt gerade in Amerika und da ist auch Vater und Sohn, die miteinander Rennen fahren. Die sagen wiederum, die sind schon fast professionell. Die sagen, hey, das ist das perfekte Auto für uns zwei. Wir fahren jetzt Langstreckenrennen zusammen. Wir machen die amerikanische IMSA-Serie in GT4-Projekt.
Und die bereiten sich auch sehr professionell vor. Also das heißt, da gibt es wirklich von dem absoluten Amateur bis zu dem Fast-Profi keine Ausnahme. Und die müssen wir alle mit dem richtigen Produkt und mit dem Auto bedienen, dass auch alle damit happy sind. Perfekt. Wann geht's für dich wieder auf die Rennstrecke? Ich fahre jetzt im Oktober die 12 Stunden von Spa mit dem GT4 und ich bin gespannt, wie es funktioniert. Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Bernd. Vielen, Danke. vielen Dank und wir gehen mal wieder in den Regen und gucken mal, wie der GT4 so funktioniert. Knapp 200 auf dem Zeiger, 200 km/h auf dem Tacho und jetzt hier, jetzt kann man natürlich auch, man kann auch mit dem GTR schön richtig Spaß haben. Geil. Und trotzdem ist er extrem stabil. Guck mal, mit einer Hand geht das sogar fast. Und man merkt so langsam, jetzt kommt Temperatur in den Reifen, dann merkst du richtig, wie das Tempo sich erhöht. Ich könnte noch 100 Runden fahren. Ja, das ist so geil, das gibt's gar nicht. Top. Aber jetzt merkt man schon, dass die Strecke auch ein bisschen abtrocknet langsam, sonst hätte er jetzt nicht so gequietscht, ne? Genau, die Strecke wird jetzt ein bisschen trockener, das heißt die Verzahnung Reifen zur Straße wird wieder besser. Das heißt, ich kann noch ein bisschen mehr Tempo mit dem Auto gehen. Ja. Und demzufolge, wenn ich dann raus, beziehungsweise wenn ich auf diese trockeneren Stellen komme, dann fängt das natürlich das Quietschen an, weil dieses Profil, wenn das über die Straße rutscht, das erzeugt einfach dieses Pfeifen. Ja. Das musst du mal überlegen, hier 200, Wir sind schwerelos. wie im Rallye-Auto, als ob du da über die Kuppe drüber springst. Und jetzt hier wieder, wenn du dir das vorstellst, hier 140 km/h durch diese Kurve hier durch. Hammer. Ich verstehe jetzt, warum man hinten diesen riesen Flügel braucht. Ja, der Flügel, viele denken ja, der Flügel, okay, der ist fürs Design da oder so. Aber der bewirkt wirklich was. Das heißt, mit dem Flügel hast du wirklich Anpressdruck an der Hinterachse. Und den brauchst du auch. Wir haben ja eine Buglippe vorne, das heißt also eine Lippe, die sich automatisch ausfährt. Nennen Sie aktives Aerodynamikelement. Das ist so eine Bugwelle. Das, was bei der Formel 1 nicht erlaubt ist. Genau. Das heißt, genau. Aber worauf achtet ihr da? Warum nutzt ihr solch ein Mittel in der Fahrdynamik? Was bewirkt sie? Der Effekt, mit dem das Ding funktioniert, ist bekannt. Das ist der Venturi-Effekt. Der Venturi-Effekt besagt, dass wenn ich eine strömende Luft habe und den Durchmesser, den Durchlass verenge, dass die Luft dann schneller fließen muss. Das heißt, ich habe da vorne unter dem Motor habe ich ein Aerodynamikelement, das wie eine sanfte Welle nach unten ausfährt. Dadurch verringert sich 40 mm fährt das ab. Okay. Dadurch verringert sich der Durchlass für die Luft zwischen eben diesem Bauteil und dem Boden. Sie wird also beschleunigt. Wenn sie nach hinten wieder auf einen sich öffnenden Bereich trifft, dann kreiert sie Unterdruck. Diffusor. Also Das- wir haben ja so einen kleinen Diffusor Genau, hinten dran. genau. Hinten ist der Effekt im Diffusor so zu sehen und vorne bewirkt ihn ist es der Venturi-Effekt nach der Bugwelle. Im Endeffekt bedeutet das Ding glücklicherweise sogar eine CW-Verbesserung. Das war gar nicht mal das Ziel, aber weniger Auftrieb an der Vorderachse. Und das ist das, was uns Fahrdynamik und was dich freut. Ein Auto, das durch Luftkräfte nicht vom Boden angehoben wird, sondern womöglich noch bestenfalls hingedrückt. Aber es ist auch nicht, sagen wir mal so, im Übermaß alles gut. Wir müssen eine aerodynamische Balance zwischen Vorder- und Hinterachse haben. Und du weißt genau, jeder mag ein Auto, das im unteren Geschwindigkeitsbereich wie ein Go-Kart ums Eck fährt. Ganz spitz und präzise. So ein Auto kann ich aber bei 300 nicht mehr handeln. Richtig. Und darum haben wir eine ganz gezielte aerodynamische Balance, die die Hinterachse im größeren Maße mit Abtrieb beaufschlagt als die Vorderachse. Krass. Hat es dir gefallen? Top. Also das ist Wahnsinn. Und ich bin nicht grün. Nein, du hast wieder Farbe gekriegt. Ja. Du hast wieder Farbe ins Gesicht gekriegt. Mega. Hammer. Geil. Cool. Geil, vielen Dank. Geil, richtig cool. Geil. Dieses geile Querstehen ist da. Der Meister, ey.
Stichwort Nässe, ich bin ja dann doch nochmal später heimlich mit dem Mr. DTM auf die Rennstrecke gegangen. Das war, muss ich ehrlich sagen, ich habe es fast ein bisschen bereut. Also nicht, weil ich einmal mal mit Bernd Schneider die Strecke fahren wollte. Lass ihn das nicht hören. Lass ihn das nicht hören. Ja, also man bereut es insofern, weil natürlich auch so genau wie mit Jan, wenn man mit einem Meister unterwegs ist, der es halt einfach kann, dann ist man natürlich dann hinterher so klein. Aber natürlich, ein Instruktor gibt ja Rücksicht, also der hätte mich auch schon lange abhängen können, hat er ja nicht gemacht, hat schon auf mich gewartet. Aber was halt dazu kam, die Strecke war sehr viel nasser als zu dem Zeitpunkt, als wir beide gefahren sind. Also da stand dann wirklich nur noch das Wasser. Und auch Bernd Schneider ist mit einer Hand gefahren, mit Walkie-Talkie in der Hand, eine Hand am Lenkrad und hat dann souverän seinen GT-R durch die Pfützen gesteuert auf Ideallinie. Und ich habe wirklich fast in jeder Kurve quer gestanden. Also nicht gestanden, aber immer das Heck ausgebrochen. Man durfte auch schon gar nicht mehr die Curbs fahren, die waren wie Eis. Also dieses Footage, wir haben noch ein paar Videofetzen davon, seht ihr jetzt. Da muss ich sagen, da hatte ich teilweise so ein paar Todesnähe-Erfahrungen. Und was auch tückisch ist, Stichwort Konzentration, was wir vorhin besprochen hatten, Strecke lesen, man darf sich auch niemals in Sicherheit wägen. Also ich hatte zum Beispiel ganz zum Schluss, wir hatten wirklich dann 4, 5 Runden gemacht, waren wir dann auf einer Geraden und ich gebe dann einfach nur Gas, um mal wieder ein bisschen diesen Abstand, den ich hatte, einzuholen. Bin nur minimal zu viel aufs Gas gelatscht, war im Sport-Plus-Modus und bin durch eine Pfütze und dann brach mir das Heck aus und da habe ich fast gedacht, jetzt schlage ich gleich irgendwie in die Leitplanke ein. Aber wunderbar, GT-R, ein wunderbar abgestimmtes ESP, also der Wagen fängt dich dann schon, du darfst noch nicht in Panik verfallen, dann keine krassen Lenkbewegungen oder sowas machen und dann war ich wieder auf der Strecke. Ich hatte natürlich dann Puls 250, aber ich habe gemerkt, was das Auto kann. Jetzt ist natürlich auch richtig geil. Das gibt's überhaupt nicht, oder? Also man stelle sich vor, man kriegt geile Autos zur Verfügung gestellt, die man fahren darf, ja, und man kann es nicht richtig. Ja, aber Jan, ich bin wirklich nicht sauer drüber, weil wie gesagt, es hat einen Höllenspaß gemacht bei diesem Schiedwetter. Ich habe auch ein bisschen geschwitzt, also muss sagen, Respekt vor diesen Autos erstmal. Und vor allen Dingen vielen Dank dafür, dass du mich immer so schön durch diese Welt geführt hast, durch die AMG GT-Familie. Sehr, sehr gerne. Also mir macht es ja selber Spaß. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, ich mache das auch nicht nur, weil ich AMG-Mann bin. Also wirklich, man muss sowas wirklich leben. Also es gibt die Porsche-Fans, es gibt die Mercedes-Fans oder die AMG-Fans und so weiter und so fort. Und bei mir ist es wirklich so, und mir macht das richtig Spaß und ich glaube, man kann das auch sehen. Ich habe immer ein Grinsen, egal was für ein Auto ich mir reinsetze. Selbst wenn das ein kleiner A45 ist. Und wenn es dir auch Spaß gemacht hat, freut es mich natürlich umso mehr. Und ich war natürlich auch in meinem Element auf der Rennstrecke. Ja. Das ist halt so meins. Ich versuche ja auch vielen Leuten so ein bisschen das Rennfahren beizubringen. Ja. Also so ein bisschen habe ich auch meine Serie auf meinem YouTube-Kanal auch wieder, unbedingt reinschalten, wo man Rennfahrer werden kann, wer das wirklich mal vorhat. Ja. Und ich hoffe, du hast da ein bisschen Blut geleckt, oder? Absolut. Also jedes Mal und immer wieder gerne. Also ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir uns wieder sehen, wenn wir wieder was machen. Ich hoffe, das wird bald sein. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Also dann ciao und schaltet wieder ein und guckt auch vor allen Dingen mal bei Jan rein. Also tschüss. Ciao. Ideallinie für die Einführungsrunde und dann machen wir Regen. Wir fahren nicht über die weiße Linie hier.